Nach dem tödlichen Angriff auf den 20-jährigen Philippos Tsanis in Bad Oeynhausen sitzt nun der dringend tatverdächtige 18 Jahre alte Syrer in Untersuchungshaft. Bislang verweigert er allerdings die Aussage. Aber der Verdächtige ist bereits wegen Eigentumsdelikten und Drogendelikten Polizei bekannt. Die Polizei sucht jedoch weiterhin auch die mutmaßlichen Mittäter. Sie sind noch immer flüchtig. Nordrhein-Westfalens CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst fordert, der Hauptverdächtige muss seine gerechte Strafe bekommen. Damit nach Bad Oeynhausen zu Greta Wagener. Greta, guten Morgen. Also immer mehr Informationen, die da auch bekannt werden über den mutmaßlichen Haupttäter. Wie weit ist man denn inzwischen auch bei den Ermittlungen, auch was den Rest dieser Gruppe angeht? Naja, nach dem Rest dieser Gruppe wird weiterhin gefahndet und es wird eben auch noch mal geklärt oder es muss geklärt werden. Es wird ermittelt, inwieweit auch die anderen Täter oder die anderen anwesenden Personen in dieser Nacht auch daran beteiligt waren, was letztendlich Philippos T. passiert ist, was zu seinen tödlichen Verletzungen geführt hat. Über den Haupttäter, den 18-Jährigen, ist bislang auch ein wenig mehr bekannt. Er kam 2016 nach Deutschland. Er stammt aus Syrien und ist erst einmal in Pforzheim untergekommen in Nordrhein-Westfalen. Er kam im Zuge einer Familienzusammenführung hier nach Deutschland und ist aber auch erst im letzten Jahr dann hier nach Bad Oeynhausen gekommen. Aber ein Jahr hat ausgereicht, dass er schon bei der Polizei einschlägig bekannt ist, dass es schon Ermittlungen gegen ihn gegeben hat, wegen Einbruch, wegen Diebstahl, aber auch wegen Gewaltdelikten. Es war aber bisher noch nie zu einer Verurteilung gekommen. Es waren eben nur Ermittlungen. Ganz Bad Oeynhausen, muss man sagen, steht aber jetzt seit vergangenes Wochenende und seit dann am Montag bekannt wurde, dass Philippos tatsächlich an seinen Verletzungen gestorben ist, unter Schock. Vor 2 Tagen gab es ja hier diese Gedenkfeier und da war auch noch mal der 19-jährige Freund von Philippos anwesend, der auch diese Prügelattacke mitbekommen hat, der auch angegangen wurde von den Tätern und er war auch schwer gezeichnet hier bei dieser Trauerfeier, hatte ein blaues Auge, hatte Schürfwunden im Gesicht und sehr emotional. Er trug eine Kette, die Philippos in der Nacht getragen hat mit einem Kreuz und es war ein Augenblick, der hier wirklich für Gänsehaut gesorgt hat und der auch weiterhin in Bad Oeynhausen hier beschäftigt, dieser schreckliche Fall. Und was natürlich auch weiterhin die große Frage ist, warum? Warum kam es zu dieser Auseinandersetzung? Das sind auch Details, die noch nicht geklärt sind. Klar ist, dass es diesen Streit gegeben hat, was dazu geführt hat, das muss noch ermittelt werden und dass dann eben der hauptverdächtige Täter, der jetzt in Untersuchungshaft sitzt, dann fast wie von Sinnen, so hat es die Staatsanwaltschaft angedeutet, auf den Kopf und den Körper von Philippos eingetreten hat, als dieser noch am Boden lag. Jetzt wird natürlich noch weiter nach den anderen Verdächtigen gesucht. Es sollen mindestens 3 sein und da hofft die Staatsanwaltschaft auch weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung. Ja, hoffentlich gehen da noch einige Zeugenhinweise ein. Greta, danke dir.